bin der Matthias Theurer. Wir haben den Genusshof Theurer. Den haben wir jetzt mittlerweile 3 Jahre. Also den habe ich von meinen Eltern übernommen. Wir sind ein Familienbetrieb. Hektar haben wir 36 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Ganz früher war es ein Milchviehbetrieb. Das hat sich aber dann alles aufgehört. Was wir bewirtschaften, sind Haselnüsse 7 Hektar, 14 Hektar Ginkgo und heute ist es geplant, dass wir nur Walnüsse auspflanzen. Da war ein Deutscher, der Herr Dr. Rapp, der ist dort einmal gekommen auf Niederösterreich ins Waldviertel zu uns und hat ihm gemeint, das Klima ist bei euch so wie bei uns in Bayern, wollt ihr nicht Haselnuss machen. Und der hat eben uns auf die Idee eigentlich gebracht, dass man Haselnuss auch anpflanzen kann. Und Gott sei Dank muss man jetzt sagen, hat der Vater den Schritt gewagt und gleich einmal 3,5 Hektar ausgesetzt, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Ein Spinner muss auf jeden Fall sein, wenn du am Anfang was magst, was es österreichweit ja noch gar nicht gibt und du sagst, das mache ich jetzt und das aus voller Überzeugung. Die anderen Landwirte natürlich haben gesagt, na schaut an, was der da jetzt macht, der setzt Haselnuss hin, was soll denn das werden? Es ist interessant mitverfolgen, wie es sich über Jahre entwickelt. 2008 ist da so eine Stange gestanden und ja, man hat nicht viel gesehen. Nicht? Und heute stehen schöne große Bäume dort. Das große Problem ist das, dass die Hauptanbaugebiete für Haselnuss Türkei und Italien sind und von der Ernte her die bei 20, 25 Grad plus im Hochsommer ernten. Und der Matthias eigentlich voriges Jahr, was ich weiß, hat am 24. Dezember das letzte Mal geerntet. Der Rainer ist quasi mein Hausmechaniker. Der macht die ganzen Maschinen zum Sortieren, zum Knacken und so weiter. Hat er da selber viel entwickelt. Da sind wir schon nächtelang gesessen und haben getüftelt, wie wir das jetzt noch gescheiter angehen. Wir sind uns nicht immer einig, aber wir diskutieren alles aus, damit wir dann zum Schluss einig sind. So hat jeder seine Vorstellungen und die bringen wir dann miteinander auf einen Punkt. Ja, die größten Hürden so waren einmal die Erntemaschine, dass wir die dann angeschafft haben, weil bis dorthin haben wir schon auf alle 4 die Nuss zusammengeklappt und das war sehr mühsam. Dann natürlich auch die Weiterverarbeitung. Die ganze Familie ist auf der Nacht beim Fernseher gesessen oder beim Radio und haben dann Nuss knackt und sortiert. Und da haben wir gesagt, das kann auch nicht so weitergehen. Deswegen haben wir dann eine Knackmaschine und Sortiermaschine angeschafft, weil wenn eine gewisse Menge mal erreicht ist, schafft man das mit der Hand einfach nicht mehr. Unser großes Ziel ist eigentlich, dass man die Nuss wieder ins Waldviertel holt. Weil sie ist jetzt irgendwo von der Bildfläche aus Österreich verschwunden, weil ja quasi in der Türkei das Hauptanbaugebiet ist. Und einfach, es gibt so viele Sachen, es wächst alles bei uns, man muss es nur probieren. Ja, natürlich es gibt keine Lehrmeinung oder irgendwas dazu, weil du schlagst nicht ein Büchlein auf und da steht drin, in Weizen baust du an, sowieso und da triffst du wieder. Jetzt machen wir die ganzen Erfahrungen müssen wir selber erst machen und man lernt von einem Jahr zum anderen wieder dazu. Den Fehler, was man schon gemacht hat, den probiert man dann nicht zu vermeiden, aber 3 Jahre später ist es trotzdem wieder, man weiß nicht warum. Wir haben dann irgendwann angefangen, da sind einmal Leute gekommen und gesagt, die möchten mir das anschauen, wie funktioniert das mit der Haselnuss. Und irgendwie ist das immer mehr geworden und dann auf einmal war schon ein Autobusunternehmen, was angerufen hat und gesagt, ich komme mit einem Autobus, können wir sich das anschauen. Dann haben wir halt einmal kurz überlegt, ob wir das jetzt irgendwie machen können, weil für sowas sind wir halt eigentlich nicht eingerichtet. Und dann haben wir uns eben Gedanken gemacht daheim und haben eben dann gesagt, wir machen eine Führung mit Verkostung von den ganzen Produkten. Wir haben nachher das halt quasi in unserem Verarbeitungsraum gemacht. Hat auch gut funktioniert oder funktioniert auch gut und wird eigentlich von den Leuten sehr gut angenommen. Wenn es nichts regnet oder wenn ein Spätfrost ist, haben wir bei der Haselnuss bis zu Totalausfällen schon erlebt, wo dann ein ganzes Jahr gar keine Ernte ist und das hat halt dann schon weh. Also, dass man sich über so ein Projekt drüber traut, ist erstens einmal Mut für neue Sachen. Dann braucht man Hausverstand, damit man das möglichst innovativ, vernünftig machen kann. Jetzt haben wir einen Tag da von der Tür gehabt und da sind genau die was eben dort haben gesagt haben, schau, was der da macht, sind dann auch da gewesen und gesagt, aha, das ist schön, ja. Das war dann schon wieder zufriedenstellend, wo wir dann mit einem Schmunzeln mit den Leuten geredet haben und sie denken, naja, vor 10 Jahren ist es noch anders geredet.